Schneewittchen und die kleine Fee, meditative Abendroutine und eine frei erfundene Version des Brüder Grimm Märchenklassikers von Alexandra Mattes. Atme tief durch die Nase ein und langsam und befreiend aus dem Mund wieder aus. Nimm noch 2, 3 weitere bewusste und tiefe Atemzüge. Wenn du möchtest, bring ein wenig Bewegung in deinen Körper. Du kannst dich recken und strecken, gähnen oder seufzen. Und dann schließe, wenn nicht schon getan, deine Augen. Komm an. Jetzt und hier, am Ende dieses Tages, in deinem Bett. Spüre die Unterlage unter dir. Die Bettdecke auf dir. Spüre dich. Beobachte für einen Moment deinen Atem, wie er natürlich und gleichmäßig ein- und ausströmt. Beobachte, wie dein Atem dich sanft bewegt, wie sich deine Brust und dein Bauch sanft heben und senken. Wenn du möchtest, dann lege eine Hand auf dein Herz und spüre deinen Herzschlag. Das bist du. Und es ist gut, dass du da bist. Dann lege deine Hand wieder neben dich. Stelle dir vor, wie sich eine seidene Decke der Entspannung über dir ausbreitet. Du darfst immer schwerer, immer entspannter in die Unterlage sinken. Darfst loslassen. Und das darf sich gut anfühlen. Ich lade dich ein, gleich wenn ich es sage, deinen heutigen Tag nochmal Revue passieren zu lassen. Wie einen kleinen Film, in dem du die Hauptrolle spielst. Schau einfach mal, welche Sequenzen und welche Bilder von heute auftauchen. Ab jetzt 1 Minute für deinen Film des heutigen Tages.
Nun, lenke deinen Blick auf die Dinge, für die du heute dankbar bist. Vielleicht ein gutes Gespräch, ein feines Essen, ein schöner Moment nur für dich. Mache dir diese schönen Situationen bewusst, leicht und warm. Die Dinge, für die du heute besonders dankbar bist. Nimm nochmal einen etwas tieferen Atemzug ein und lass mit dem Ausatmen los. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. In den Momenten der Ruhe finden all die wichtigen Regenerations- und Reparaturprogramme statt. Dein Körper und dein Geist können regenerieren, innerlich sortieren, loslassen. Du brauchst nichts steuern. Du darfst einfach nur sein. So wie du bist. Du bist genug. Bist wertvoll, einzigartig, geborgen und sicher. Und während dein Körper immer schwerer und immer entspannter in die Unterlage sinkt, darf dein Geist auf eine kleine Reise gehen. Weit, weit weg von hier, ins Land der schönen Märchen. Es war einmal mitten im Winter. Die Schneeflocken fielen leise vom Himmel, als eine Königin an einem Fenster mit schwarzem Ebenholzrahmen saß und nähte. Als sie ganz in Gedanken durch das Fenster blickte, sah sie den großen Strauch voller roter Vogelbeeren und beobachtete ein kleines Rotkehlchen, das an den Beeren pickte. Da seufzte sie und sprach: Hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie die Winterbeeren und so schwarz wie das Holz des Rahmens. Und es geschah, dass ihr Wunsch in Erfüllung ging. Sie bekam eine Tochter, deren Haut so hell war wie frischer Schnee, deren Lippen so rot waren wie die Beeren und deren Haar so schwarz war wie Ebenholz. Und sie nannten das Mädchen Schneewittchen. Doch das Glück währte nicht lange. Die Königin wurde krank und starb,
und eine leise Traurigkeit legte sich über den Palast. Nach einiger Zeit nahm der König eine neue Frau zur Gemahlin. Sie war von großer Schönheit und niemand konnte bestreiten, dass sie anmutig war. Doch ihr Herz war eng wie ein zu fest geschnürtes Korsett. Sie war eitel und stolz und sie liebte niemanden so sehr wie sich selbst. Die neue Königin besaß einen Zauberspiegel. Wenn sie sich darin betrachtete, strich sie mit den Fingern über ihr Haar und fragte mit süßlicher Stimme: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete: »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Und die Königin lächelte und strich glücklich ihre Kleider glatt. Doch was die Königin nicht ahnte: Der Spiegel war nicht einfach nur ein Ding aus Glas, sondern ein verzauberter junger Ritter. Lang, lang war's her, da trug es sich im Nachbarreich zu, dass eine Prinzessin diesen jungen Ritter geliebt hatte und er sie. Doch ihr Vater, der König, wurde wild, als er herausfand, dass seine Tochter einen einfachen Ritter liebte, und er hatte einen bitteren Fluch über die beiden ausgesprochen. Die Prinzessin wurde in eine kleine Fee verwandelt und in den großen Wald zwischen den zwei Königreichen verbannt. Und der Ritter nahm die Gestalt eines sprechenden Spiegels an, der nur die reine Wahrheit sagen durfte, ob er wollte oder nicht. Von diesem Fluch wusste hier im Schloss, in dem Schneewittchen bei ihrer stolzen Stiefmutter aufwuchs, niemand etwas. Auch, dass nachts jemand in die Spiegelkammer schlich, ahnte keiner. Wenn die Diener längst schliefen und die Fackeln heruntergebrannt waren, flog eine kleine Waldfee durch den Kamin herein. Mit Blümchen und Blättern im Haar und mit Honig an den Fingern. Denn Honig hatte sie schon, als sie Prinzessin war, über alles geliebt. Meist klaute sie ihn aus der Speisekammer des Schlosses. Die kleine Waldfee war fröhlich, neugierig und etwas tollpatschig. Wenn sie landete, versuchte sie stets, kein großes Getöse zu veranstalten. Aber jedes Mal fiel etwas um und sie versteckte sich, wenn einer der Diener hereinkam, um nach dem Rechten zu sehen. Wenn die Luft wieder rein war, setzte sie sich oben auf den Rahmen des Spiegels. Der Spiegel glitzerte hell vor Freude, wenn sie kam. Mit der Zeit hatten sich die Bediensteten an das nächtliche Poltern in der Spiegelkammer gewöhnt, auch daran,
dass sie jeden Tag den Spiegel putzen und von klebrigen Tapsam befreien mussten. Sie konnten sich keinen Reim darauf machen, aber keiner traute sich so recht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Schneewittchen wuchs heran und wurde zu einem hübschen jungen Mädchen. Sie war freundlich zu den Dienern, hörte dem alten Gärtner zu, wenn er von seinen Rosen sprach, und setzte sich manchmal zu den Küchenmädchen auf die Bank, um beim Gemüseputzen zu helfen. Je älter sie wurde, desto mehr spürte die Stiefmutter ein Ziehen in ihrem Inneren, wenn sie Schneewittchen begegnete. Die Schönheit ihrer Stieftochter wurde ihr unerträglich. Eines Morgens, als der König gerade weit weg auf Handelsreisen war, trat die Königin wie gewohnt vor den Spiegel, das Kinn stolz erhoben, und fragte: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel wollte »ihr« sagen. Er wollte die Worte sprechen, die er gewohnt war. Doch die Wahrheit, die in ihm wohnte, drängte aus ihm heraus. »Frau Königin, sehr schön seid ihr, doch Schneewittchen ist die Schönste hier.« In der Ecke hinter einem Vorhang hockte die kleine Fee und belauschte besorgt, was vor sich ging. Die Königin aber wurde bleich, ihre Augen schmal. »Was hast du gesagt?« zischte sie. Aber was gesagt war, war gesagt, und es ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Noch am selben Tag ließ sie Schneewittchen in den Wald bringen. Der Jäger, der den Befehl hatte, sie dort zu töten, brachte es jedoch nicht über sich, dem gutherzigen Mädchen etwas anzutun. Er ließ den Pfeil sinken und rief ihr zu: »Lauf, soweit du kannst, und schau nicht zurück.« Schneewittchen lief. Über Wurzeln, durch dichten Farn. Sie sprang über ein Bächlein, weiter und immer weiter. Die Bäume wurden dichter, der Himmel dunkler und die Geräusche des Waldes immer lauter. Als sie nicht mehr konnte, sank sie erschöpft an einem Baumstamm nieder und begann zu weinen. Plötzlich raschelte es über ihr. Ein helles Bündel mit Flügelchen fiel mit einem dumpfen Plumps direkt vor ihre Füße. Es war die kleine Fee. Sie war Schneewittchen hinterhergeeilt. Völlig aus der Puste rappelte sie sich hoch und strich sich das Laub aus dem Haar. »Wer bist du?« fragte Schneewittchen. Die Fee überlegte kurz. »Jemand, der keine Lust hat, dass du hier im Wald alleine herumsitzt und Angst hast.«
Sie gab Schneewittchen ein Zeichen, ihr zu folgen. »Wohin denn?« fragte Schneewittchen. »Zu meinem Häuschen«, sagte die Fee. »Es ist nicht groß, es ist schief und der Ofen pfeift. Aber es ist warm und gemütlich und dort bist du in Sicherheit. Ich glaube, du wirst es dort mögen.« So führte die Fee Schneewittchen noch tiefer in den Wald hinein. Sie kannte verborgene Pfade, auf denen das Moos weicher war als jedes Teppichstück im Schloss. Ein Reh lief nebenher, als wollte es Wache halten. Ein Vögelchen flog voraus, setzte sich auf Zweige und sang ein kleines Lied, als wollte es die beiden aufheitern. Schließlich standen sie vor einem winzigen Haus, das aussah, als hätte es sich aus lauter Zufall aus Wurzeln, Steinen und alten Balken selbst zusammengesetzt. Das Dach hing ein wenig schief und aus dem Kamin kam weißer, gemütlicher Rauch. »Hier wohne ich«, sagte die Fee stolz, »wenn ich nicht gerade woanders bin.« Drinnen war es urig. Ein kleiner Tisch, 2 Hocker, ein Bett und überall Krimskrams. Bunte Steine, Federn, getrocknete Blumen und Gläser mit Kräutern. »Du kannst das Bett haben«, sagte die Fee. »Ich schlafe sowieso meistens auf dem Regal oder in einer Suppenschüssel.« Schneewittchen lächelte. »Danke«, flüsterte sie. »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« »Sag erst mal gar nichts«, meinte die Fee und purzelte gegen einen Topf, der klirrend umfiel. »Wir fangen mit Tee an, das hilft immer.« Während Schneewittchen sich im Häuschen der kleinen Fee nach und nach erholte, litt der Spiegel im Schloss still vor sich hin. Er sah die Königin kommen und gehen. Er sah, wie sie sich mit neuen Kleidern schmückte, wie sie ihre Lippen malte und ihre Haare frisierte. Und als sie ihn das nächste Mal fragte: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?«, wusste er, dass er wieder antworten musste. Er fühlte sich zerrissen und dachte an Schneewittchen. Die kleine Fee hatte ihm eindringlich gesagt, er dürfe Schneewittchen nicht verraten. Aber er hatte es noch nie geschafft, zu lügen. Er wusste, dass seine Worte Schneewittchen in den Wald getrieben hatten und dass die Königin sie, wenn er diesmal wieder die Wahrheit sagte, umbringen würde. »Frau Königin«, sagte er mit müder Stimme, »ihr seid die Schönste im Land.« Er sagte nichts von Schneewittchen im Wald. Und die Königin war zufrieden. Eine Ecke des Spiegels
bekam einen kleinen Riss. Die Tage im Wald wurden zu Wochen. Schneewittchen lernte Feuer zu machen, gesunde von giftigen Pflanzen zu unterscheiden und Wasser aus der richtigen Quelle zu holen. Die Fee zeigte ihr, wie man Salben mischt, Tiere versorgt und mit ihnen spricht, ohne Worte zu benutzen. Schneewittchen brachte der Fee bei, wie man köstliche Suppen kocht, ohne den Löffel zu verlieren, und wie man ein Zimmer aufräumt, ohne dabei alles noch mehr durcheinander zu bringen. Abends saßen sie vor der Tür des Häuschens. Die Sonne sank hinter die Bäume, der Wald wurde dunkel und die Glühwürmchen tanzten zwischen den Zweigen. Manchmal, sagte Schneewittchen leise, frage ich mich, ob jemand nach mir sucht. Die Fee sah sie lange an. Währenddessen im benachbarten Königreich sattelte ein junger Prinz sein Pferd. Er hatte eine Schwester gehabt, als er klein war. Sie war immer fröhlich gewesen, doch plötzlich war sie verschwunden. Er erinnerte sich kaum an ihr Gesicht. Aber er erinnerte sich an ihr Lachen. Die Erwachsenen murmelten manchmal von einem Unglück, von dunklen Mächten und von einem Fluch. Der König bereute zutiefst, dass er seine Tochter und den Ritter damals verflucht hatte. Oft hatte er nach ihnen gesucht, aber sie nicht finden können, bis er schließlich aufgegeben hatte. Als sein Sohn, der junge Prinz, nicht losließ, nach ihr zu fragen, erzählte der Vater endlich, was damals vorgefallen war. Und der Prinz machte sich nun auf die Suche und ritt in den tiefen Wald hinein. Eines Abends, als Schneewittchen und die kleine Fee wieder vor dem Häuschen im Wald saßen, hörten sie Hufschläge. Ein junger Mann trat zwischen den Bäumen hervor, die Zügel seines Pferdes in der Hand. »Verzeiht«, sagte er und neigte den Kopf. »Ich suche jemanden.« Die Fee sah ihn an, und ihr Herz machte einen Sprung. Seine Augen und die Art, wie er die Stirn runzelte, das hatte sie schon mal gesehen, in einem anderen Leben, in einem anderen Körper. »Wen suchst du?« fragte Schneewittchen. »Meine Schwester«, sagte der Prinz. »Sie verschwand vor vielen Jahren im Wald.« In diesem Moment brach etwas Altes auf.
Bilder flackerten in der Erinnerung der Fee auf. »Bruder«, flüsterte sie. Der Wald hielt den Atem an. Selbst der Wind schien für einen Moment zu lauschen. Der Prinz trat näher, kniete sich hin, so dass er mit der Fee auf Augenhöhe war, und flüsterte einen Namen, den er seit Jahren nicht auszusprechen gewagt hatte. Es war der Name seiner Schwester. In dem Moment begann die Welt sich zu verändern. Die Glühwürmchen leuchteten heller. Die Bäume neigten ihre Kronen. Der Boden vibrierte sanft. Und ein warmes Licht umhüllte die Fee. Schneewittchen wich einen Schritt zurück. Der Prinz ebenfalls. Sie sahen zu, wie die kleine Gestalt in die Höhe wuchs. Die Flügel lösten sich in Nebel auf und die Blätter fielen aus ihren Haaren. Als das Licht sich wieder legte, stand vor ihnen eine junge Frau. Mit wachen Augen, einem Lachen, das sie bereits kannten, und einem Gesicht, das beiden zugleich fremd und doch vertraut war. »Mein Bruder«, sagte sie nochmal. Und Bruder und Schwester umarmten einander. Im Kabinett der Königin zerbarst im gleichen Moment der Spiegel. Doch statt zu Boden zu fallen, lösten sich die Stücke, flogen wieder zusammen, formten Schultern, Hände, Beine, ein Gesicht, Augen. Und vor dem leeren Rahmen stand ein junger Ritter. Er atmete tief ein, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Und dann sagte er zu sich selbst: Ich bin wieder ich. Die Königin stürzte herein, sah den leeren Rahmen und den Ritter und spürte, ihre Zeit war vorbei. Der Ritter ließ sie stehen und fand den Weg in den Wald. Etwas in ihm wusste, wo er hin musste. Als er das kleine Häuschen erreichte, saßen Schneewittchen, der Prinz und die zurückverwandelte Prinzessin vor der Tür. Viele Tiere hatten sich um sie versammelt, als wüssten sie, dass ein wichtiger Neuanfang bevorstand. Die Prinzessin erblickte den Ritter, und in ihrem Blick lag alles, was sie beide verloren hatten und jetzt wiederfanden. Sie kehrten in ihre Heimat und an den Hof des Königs zurück,
der sie einst verstoßen hatte, und sie nun mit offenen Armen und überglücklich empfing. Die stolze Königin und Stiefmutter Schneewittchens hatte ihre Macht verloren. Ohne Spiegel und ohne Bestätigung war sie nur noch eine Frau, die nun lernen musste, mit ihrem großen Hunger nach Bewunderung umzugehen. Schneewittchen und der Prinz fanden zueinander. Sie wurden später Königin und König und herrschten gut und gerecht über das Reich ihres Vaters. Und die kleine Waldhütte? Sie blieb. Manchmal sah man in der Dämmerung noch Licht darin. Dann war es Schneewittchen, die dorthin zurückkehrte, um die Tiere zu besuchen. Oder die Prinzessin, die viel Zeit dort verbrachte, weil sie noch immer am liebsten den weichen Waldboden unter den Füßen hatte. Und sie lebten alle glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.